2 Festplatten bedeuten noch lange nicht, dass du ein Backup hast. Viele Nutzer glauben fälschlicherweise, ein RAID-System schützt vor jedem Datenverlust. Doch ein RAID-Verbund dient primär der technischen Ausfallsicherheit. Es ist ein Werkzeug, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, keine Versicherung für deine Dateien. Stell dir ein RAID 1 oder ein SHR-System vor. In diesem Setup werden deine Daten in Echtzeit auf 2 oder mehr Festplatten gleichzeitig gespiegelt. Das ist extrem praktisch. Wenn eine der physischen Festplatten plötzlich den Geist aufgibt oder einen mechanischen Defekt erleidet, in diesem Fall springt die zweite Platte sofort ein. Dein Betriebssystem läuft einfach weiter, ohne dass du den Ausfall überhaupt bemerkst. Das ist der Kern der Redundanz. Dein System bleibt verfügbar, auch wenn eine Hardware-Komponente versagt. Das ist der Zweck von RAID. Aber hier liegt das große Missverständnis, das viele Nutzer teuer bezahlen. Ein RAID ist kein Schutz gegen menschliche Fehler oder Softwareprobleme. Es ist lediglich eine exakte Kopie deiner Daten. Wenn du eine Datei bearbeitest, wird diese Änderung sofort auf alle Platten übertragen. Was passiert nun, wenn du versehentlich eine wichtige Datei löscht? Das System interpretiert diesen Befehl als eine bewusste Änderung am Datenbestand. Das RAID-System erkennt den Löschbefehl und führt ihn auf der ersten Festplatte aus. Es ist ein ganz normaler Vorgang für den Controller. Da das RAID die Daten in Echtzeit spiegelt, wird die Datei in Millisekunden auch auf der zweiten Festplatte gelöscht. Die Datei ist nun auf beiden Platten gleichzeitig verschwunden. Sie ist unwiderruflich weg, da das RAID den Fehler einfach repliziert hat. Ein echtes Backup muss hingegen völlig unabhängig von deinem Hauptsystem funktionieren. Es darf nicht direkt mit dem RAID verknüpft sein. Ein Backup sollte eine Version deiner Daten an einem anderen Ort oder auf einem komplett anderen Medium sicher verwahren. Hier kommt die goldene 3-2-1-Regel ins Spiel. Du benötigst 3 Kopien deiner Daten verteilt auf 2 verschiedene Speichermedien. Zusätzlich sollte eine dieser Kopien immer außer Haus gelagert werden, etwa in der Cloud oder auf einer externen Festplatte bei Freunden. Nutze dein RAID also weiterhin für die ständige Verfügbarkeit deiner Daten, aber verlasse dich niemals darauf, wenn es um die Sicherheit geht. Ein Backup ist eine persönliche Versicherung gegen versehentliches Löschen, gegen Virenangriffe und gegen unvorhersehbare Katastrophen. Ein RAID ist hingegen lediglich eine bequeme Hardware-Redundanz. Es sorgt dafür, dass dein Server nicht bei einem Plattendefekt sofort stehen bleibt. Sichere deine Daten daher immer zusätzlich extern. Nur so bist du wirklich geschützt, wenn ein falscher Klick oder ein technischer Fehler zuschlägt.